Hey und willkommen zu meinem 15. Video aus Schwedisch Lappland. Hier sind wir mittlerweile schon voll im Herbst angekommen, mit immer bunter werdenden Herbstfarben an den Bäumen. Aber zuerst mal geht es los mit einem ganz besonderen Fischessen. Das war schon Ende August, und zwar Surströmming. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Also das ist, glaube ich, der übelst stinkende Fisch aller Zeiten. Und wie das hier gegessen wird und warum man den dann in einem Eimer Wasser aufmacht, das werdet ihr gleich erfahren. So, heute haben wir Surströmming-Premiere hier. Mit Andrea und Peter und Maria kommt auch noch. Aber wir fangen erstmal mit dem Saltströmming an. Also das ist gesalzener Lachs. Und dann kann man nachher Surströmming essen. Das ist ja eine ganz große Spezialität im August in Schweden, die Peter überhaupt nicht gerne isst. Aber wir Deutschen, ne, wir trauen uns da mal ran. Ja, ich habe das schon gegessen. Ja, Also, und? War lecker? Ja, es wird nicht so gegessen, wie das auf YouTube immer gezeigt wird, sondern mit vielen anderen Dingen, meistens mit Kartoffeln und mit irgendwelchen Creme oder in ganz kleinen Stückchen. Und dann schmeckt das wirklich gut auf Tünnbrot oder als Beilage. Was ist denn Surströmming eigentlich genau? Das ist ein fermentierter Fisch. Fermentierter Fisch. Ja. Lecker. Ja. Bin ich mal gespannt. Här gör man när man öppnar den. Okay. Så, för att det är tryck i dem här eftersom det är... Ja, så det luktar inte så mycket. Nej. Ja. Luktar gott. Nej, det gör det fan inte. Nej, Peter, inte gott. Nej. Peter försvinner. Så där ser de ut. Och det här är filéer då. Så, Nej, men det luktar jättegott. välkommen till bords. Das ist mal professionell vor. Man hat erstmal das Brot, dann so ein bisschen wie Kartoffelbrei, die Kartoffeln klein reingemacht und dann kleine Stücke Surströmming. Und die kommen dann damit rein. Ja, da kommt aber noch mehr dazu. Und hier Tomaten und Creme fraiche, alles kommt auch mit rein. Ja, det kan man göra. Lachs auch oder ist das separat? Det tar man separat. Oh, okay. Und dann natürlich ein ordentliches Bier dazu. Ne? So. Hier Norrlandsguld. Är älgen blå? Man muss ja immer checken hier, ob der Elch auf dem Bier blau ist. Na, der sieht ganz schön blau aus. Und wenn der blau genug ist, dann heißt das, das Bier ist kalt genug, um es zu trinken. Mein erster Biss mit Surströmming. Der ist okay. Hast du ihn schon? Das kann ich Das ist gut. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ende August habe ich auch meine letzten Recherchetouren unternommen für den Reiseführer, den ich ja auch schreibe, neben dem Buch über die 8 Jahreszeiten. Und dafür bin ich nochmal Richtung Arvidsjaur aufgebrochen. Das ist im Landesinneren, etwas weiter südlich. Und war da zuerst auf einer Husky-Farm, der Flyhü Lodge, wo aber auch Fliegenfischen angeboten wird. Und das habe ich mir mal angeschaut, wie das so geht mit diesen selbst gebastelten Fliegen, die man dann als Köder auswirft. Und hier nähst du dann die Fliegen selber? Nee, oder was Binden, machst du? nicht- nee. Binden? Sieht aus wie eine kleine Nähmaschine. Ja. Macht mehr Spaß, wenn man Fische fängt. Mit dem eigenen Fliegen. Dann nimmst du, was ist das jetzt? Rentier? Rentier. Ah. Das ist Elch? Ja. Und warum mischte Rentier und Elch? Von der Farbe her und vom Schwimmen. Elch schwimmt ein bisschen besser. Wir gehen jetzt Fliegenfischen, ne? Mit Toni und Wolf. Das ist eine Bärkrallenspur hier. Das ist eine Bärentatze. Das sind jetzt so kleine für Forellen, Äschen.
als nächstes habe ich Wild Act besucht. Das ist auch eine Husky Farm und die bieten aber auch daneben Pack-Rafting-Touren an auf den Flüssen dort. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Das war so schön, wirklich da in diesem Pack-Raft einfach über diese ganz stillen Flüsse ein bisschen zu paddeln und wirklich die Natur einfach zu genießen zu allen Seiten. Und man hat ja seinen ganzen Krempel dabei in dem Boot, da kann man schon eine ganze Menge mitnehmen, also auch kleinere Rucksäcke und alles. Und das wird auch nicht nass. Und das ist einfach, ja, das war eine wunderschöne Art, sich einfach in dieser Natur auch fortzubewegen, fand ich. So, jetzt ist Besuch aus Deutschland da, aus Hamburg. Meine Mutter. Und was sagst du, was ist dein erster Eindruck von Bordscherschness? Der Eindruck von Bordscherschness ist, endlich angekommen zu sein und irgendwie schon so ein kleines Heimatgefühl. Das ist gut. Dann haben wir das Ziel schon mal erreicht. Aber das ist jedenfalls ein Anfang und Ja. der Start in irgendwas super Gutes, denke ich mal. Das hört sich doch gut an. Ja, das finde ich auch. Ja. Also heute sind wir beim Preiselbeerpflücken mit meiner Mutter und mit Andrea. Aber das ist ja echt geil, ne? Der ist schon, Ja, mach mal. das ist schon halb voll unten. Ja, das ist cool. Wenn das von Hand pflücken müsstest, das wäre halt viel mehr Arbeit. Heute Abend gehen wir grillen. Grillen Anfang September. Dicke Winterjacken. Und, ne? Geht's euch gut? Ja. Zum Grillen? Picknick in Norrbotten, das sieht so aus. Ja. Ich kenne Picknick eigentlich nur anders, aber man muss immer dazu lernen. Hier ist das Feuer. My first fire. That's good. Komm, jetzt reicht es. Du brennst das Ding ab, sonst das Ich Plastik. hätte aber Lust, das weiter Nein, nein, nein. Nimm das Plastik daraus. Du machst das Teil kaputt. Ja, eben. Ja, die wird ganz glücklich. Ja. Alle sind sehr glücklich. Yes. Ja, Absolut, vi vet ju att det kommer hamburgare. ja precis. Grillen auf Göllihatten. Willkommen. Und hinten sieht man das Meer. Den står också.
meine Mutter zu Besuch war, habe ich mit ihr nochmal die Arctic Moose Farm bei Överkorlix besucht. Da war ich ja schon mal im Januar und war damals so beeindruckt, dass die Elche im Winter ihre Geweihe abwerfen, weil das dann extra Ballast ist, den sie nicht brauchen. So ein Geweih wiegt ja schon mal so an die 30 Kilo. Und jetzt waren die Elche gerade mitten in der Brunftzeit angekommen, dachten also wirklich nur ans eine. Und der Besitzer da meinte, die fressen kaum noch, die wollen wirklich nur noch ihren Spaß haben. Und der größte Elch der Farm, der ist so ein 10-jähriger Bulle, der hatte ein riesiges Geweih und man sah schon, dass sich so ein bisschen die Basthaut daran ablöst. Das sah ein bisschen usselig aus, aber selbst das hat in der Natur seinen Sinn, denn damit wird dann an den Bäumen, an den Stämmen rumgestrichen und damit hinterlassen die männlichen Elche ihren Duft und das finden die Weibchen wohl ganz sexy. Also wirklich, von diesen Elchen kann man so viel lernen und es ist wirklich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie in der Natur einfach nichts ohne einen Grund geschieht. So. Mann, das wird aber mit Simon nie mein Hobby werden. Was? Das wird nie mein Hobby werden, Fische zu verlegen. Das macht Spaß. Das macht Spaß? Ja, irgendwie schon. Wenn es funktioniert, dann Ja. geht's, ne? Ich finde das ganz beschissen. Wahrscheinlich werden uns die Leute sagen, die das gut können. Na, wenn man es in der Mitte hochnimmt, dann geht's gut, ne? Das sieht jetzt gut raus. Hier ist das perfekte Filet. Ne? Hier. Geil. Sehr schön. Ja, ja. Wir sind hier alle ganz, ganz fleißig. Als nächstes zeige ich euch wie immer ein paar entspannende Szenen aus dem langsam sehr herbstlich werdenden Baskeri. Und für mich ist der Herbst auch was ganz Besonderes, denn es war im Herbst 2020, dass ich zum ersten Mal hier in Schwedisch Lappland war und von den 8 Jahreszeiten erfahren habe und mich dabei eigentlich auch wirklich in diese Region schon erstmals richtig verliebt habe. Und für mich schließt sich so ein kleiner Kreis langsam, weil ich ja einmal schon hier war im Herbst. Und die Samen, die Urbevölkerung hier nennen den Herbst die Zeit der Antriebskraft. Also es passiert noch unheimlich viel in der Natur. Es ist nicht nur, dass jetzt alles langsam so abstirbt. Klar, das passiert auch. Die Bäume verlieren langsam ihre Blätter. Aber gleichzeitig ist halt die Brunftzeit hier bei Rentieren, bei Elchen. Und die Fischeleichen. Es ist jetzt Löjrom-Saison. Dann wird so ein ganz besonderer Kaviar aus Korlix gefischt. Und ja, es passiert einfach noch unheimlich viel in der Natur, obwohl es ja eigentlich die Jahreszeit ist, der Herbst, wo man denkt, ja, alles geht so langsam dem Ende zu, alles wird stiller, da ist so ein langsamer Verfall. Ja, das ist die eine Seite, aber da ist einfach noch viel mehr. Und das ist auch ein Thema, was mich eigentlich zu diesem Buch über die 8 Jahreszeiten wirklich inspiriert hat. Und natürlich kann man das in einem kleinen Video noch nicht so ganz rüberbringen. Aber ich hoffe dann, dass ihr darüber ein bisschen mehr in meinem Buch nächstes Jahr erfahren werdet. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Die Saison für Blaubeeren ist jetzt praktisch vorbei, aber es gibt noch ein paar gute, muss man bei den dicken immer so ein bisschen schauen, welche schon braun sind, welche man nicht mehr nehmen kann oder zu Hause halt mehr aussortieren. Aber dafür sind jetzt die Preiselbeeren ganz toll. Also unheimlich viele Preiselbeeren, diese roten hier. Kann man ganz toll Marmelade von machen, die auch super zum Fleisch schmeckt, zum Beispiel zu Elch oder Rentier. Und dann gibt es noch ganz viel jetzt auch Krähenbeeren, die kannte ich vorher gar nicht, Kråkbär auf Schwedisch. Die sehen eigentlich so ein bisschen aus wie Blaubeeren, also auch blaue Farbe und hängen aber an solchen eher bisschen nadelartigen Zweigen. Und die schmecken, wenn man sie jetzt allein isst, nicht besonders gut. Aber ich versuche mal, morgen die mit ins Müsli mit den paar Blaubeeren zu tun. Mal gucken, ob das nicht eine leckere Mischung ergibt. Ich experimentiere mittlerweile auch ganz viel hier.